Schaffst du es, ohne deine Hände vom Boden aufzustehen? Wenn nicht, ist dein Körper vielleicht älter, als du denkst. In diesem Video zeige ich dir, wie der Sitting-Rising-Test funktioniert, wie du dich selbst bewertest und was dein Ergebnis über deine Lebenserwartung aussagt. Und am Ende zeige ich dir ganz konkret, was du tun kannst, um deinen Score zu verbessern. Das Spannende an dem Test: dein Ergebnis steht im Zusammenhang mit deinem Sterberisiko. Der Sitting-Rising-Test wurde unter anderem in einer Studie untersucht, die 2014 im European Journal of Preventive Cardiology veröffentlicht wurde. Dabei hat man über 2000 Personen im Alter von 51 bis 80 Jahren im Schnitt von ca. 6 Jahren begleitet. Das Ergebnis: je schlechter jemand in dem Test abschneidet, desto höher ist das Risiko, in den folgenden Jahren zu sterben. Bei den niedrigsten Scores war das Risiko sogar 5 bis 6 Mal höher. Eine neuere Studie aus dem Jahr 2025, ebenfalls erschienen im European Journal of Preventive Cardiology, bestätigt diese Daten. Da zeigte sich ein erhöhtes Risiko für natürliche und kardiovaskuläre Todesursachen bei niedrigen Werten. Wichtig ist, der Test sagt nicht voraus, wie alt du wirst, aber er steht im Zusammenhang mit deiner Lebenserwartung. Und das Besondere ist, er testet nicht nur eine einzelne Fähigkeit, sondern die Kombination aus Beweglichkeit, Kraft und Balance. Und genau diese Fähigkeiten entscheiden darüber, wie gut dein Körper im Alltag funktioniert, und das ist ein zentraler Faktor für unsere Langlebigkeit. Und so funktioniert der Test. Du startest im aufrechten Stand, überkreuzt deine Beine, mach das gerne in Socken oder barfuß, und dann setzt du dich kontrolliert nach unten in den Schneidersitz. Idealerweise brauchst du so wenig Unterstützung wie möglich, also keine Hände, keine Unterarme, keine Knie oder Schienbeine. Dann von unten versuchen wieder aufzustehen. Wir machen unser Rising, das heißt, versuche ohne Schwung, ohne Unterstützung der Hände wieder aufzustehen und in den aufrechten Stand zu kommen. Am Ende ergibt sich ein Score zwischen 0 und 10 Punkten. Ich zeige dir einmal, wie du dich selber bewertest. Also wenn du den Test einmal machst und du brauchst zur Unterstützung beim nach unten gehen zum Beispiel schon eine Hand, dann wäre das -1 Punkt. Wenn du zusätzlich ein Knie brauchst, sind das -2 Punkte. Wenn du jetzt wieder aufstehst und dann eine Hand brauchst, wären das -3 Punkte, noch eine Hand, -4 Punkte. So kommst du nach oben, und das wäre jetzt im Endeffekt ein Score von 6 von 10 Punkten. Gleichgewicht verlieren würde so aussehen, dass du zum Beispiel vom nach unten gehen sichtbar es nicht schaffst, hier die Balance zu halten, und dann würdest du einen halben Punkt dementsprechend abziehen. Und jetzt bist du dran. Probier den Test einmal aus und schreib uns unten in die Kommentare, was du für einen Score erreichst. Und mach dir keinen Stress, wenn du keine 10 von 10 Punkte erreichst. Die meisten von uns liegen darunter, aber wir sollten alle anstreben, mindestens 8 von 10 Punkten zu erreichen, egal in welchem Alter du bist. Was bedeutet nun eine Bewertung? Wenn du 10 von 10 Punkten erreichst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du eine gute Kombination aus Beweglichkeit in den Hüften hast, Kraft in den Beinen, aber auch im Rumpf, und dass allgemein deine Balance spitze ist. Alles zwischen 8 und 9 ist immer noch gut. Es zeigen sich erste Einschränkungen, aber insgesamt auch noch sehr solide. Wenn du eine 6 oder 7 erreichst, dann zeigen sich erste klare Defizite. Hier lohnt es sich, gezielt daran zu arbeiten. Alles unter 5 zeigt deutliche Einschränkungen in Beweglichkeit, Kraft oder auch in deiner Balance auf. Und hier solltest du definitiv an deinen Schwachstellen arbeiten. Wichtig ist, der Test ist keine Diagnose, er ist einfach ein funktioneller Marker. Er zeigt dir auf, wo du noch Potenzial in deinem Körper hast. Die erste Maßnahme ist, mehr Zeit auf dem Boden zu verbringen. Die meisten Menschen denken, auf dem Boden sitzen ist etwas Unbequemes, aber in vielen Teilen der Welt ist es völlig normal. Die Menschen verbringen Zeit im Sitzen oder im Knien, während sie essen oder arbeiten, oder auch hockend, während sie auf den Bus warten. Das Spannende ist, in einigen dieser Länder tritt Hüftarthrose deutlich weniger auf als bei uns im Westen. Und der Grund dafür ist, dass die Hüfte regelmäßig durch den ganzen Bewegungsradius bewegt wird. Bei uns im Westen passiert das kaum noch. Wir sitzen oft stundenlang in der gleichen Position und verlieren dadurch einfach Beweglichkeit. Was heißt es für dich? Wenn du wieder mehr Zeit auf dem Boden verbringst, dann passiert das Beweglichkeitstraining für deine Hüfte quasi von alleine. Du wechselst ständig die Position, bewegst deine Hüfte in unterschiedliche Richtungen und bringst deine Gelenke wieder in Bewegung. Du musst dafür nicht stundenlang auf dem Boden sitzen. Bereits 20 bis 30 Minuten am Tag machen einen riesen Unterschied. Die kannst du easy über den Tag verteilen, zum Beispiel beim Arbeiten, beim Telefonieren oder abends vom Fernseher. Ich persönlich beantworte zum Beispiel gerne meine Mails sitzend auf dem Boden. Du kannst dabei ganz kreativ werden und verschiedene Positionen nutzen. Im Schneidersitz trainierst du deine Hüftaußenrotation. Im 90-90-Sitz hast du die Rotation in beiden Richtungen. Im Langsitz schaffst du Länge entlang der Beinrückseite, aber du kannst auch Positionen nutzen wie den Kniestand oder die tiefe Hocke, weil die oft im Alltag komplett fehlen. Werd kreativ, es gibt keine falsche Position, die du auf dem Boden einnehmen kannst. Wenn du regelmäßig viel Zeit auf dem Boden verbringst, wirst du merken, dass sich dein Score automatisch verbessert, ohne dass du viel dazu tun musst. Wenn du das Ganze ein bisschen gezielter angehen möchtest, zeige ich dir jetzt meine Top 3 Übungen. Mach am besten direkt mit. Wir starten mit dem 90-90-Sitz.
Du kannst dein vorderes Bein in einen 90-Grad-Winkel legen, genauso wie dein hinteres. Wir haben jetzt hier das vordere Bein in der Hüftaußenrotation, das hintere Bein in der Hüftinnenrotation. Und statt uns nur passiv reinzuhängen, wollen wir jetzt eine aktive Beweglichkeitsübung draus machen. Da gibt es verschiedene Stufen. Stufe 1 kannst du die Hände neben dich legen und schön langsam kontrolliert dich vor dein vorderes Bein absinken und wieder nach oben. Versuch wirklich hier die Bewegung kontrolliert zu machen und die Bewegung aus der rechten Hüfte raus, dem rechten Gesäß raus zu steuern. Rücken bleibt gerade. Level 2 wäre einmal die Hände auszustrecken, ist deutlich intensiver, brauchst du mehr Kraft, mehr motorische Kontrolle, nach unten, oben, kontrolliert und langsam. Und Level 3, das intensivste, hier kannst du die Hände über Kopf nehmen und versuche hier nach vorne und unten abzusinken und wieder nach oben. Deutlich intensiver, weil du über die Hände dein Gewicht erhöhst. Wenn du generell Probleme hast mit der Übung, kannst du natürlich auch immer ein Kissen unter dein Gesäß legen. Mach am besten auf beiden Seiten 6 bis 10 Wiederholungen, kannst es 2 bis 3 Sätze wiederholen, dann hast du eine effektive Möglichkeit, an deiner Hüft-Innen- und Außenrotation zu arbeiten. Die zweite Übung ist die einbeinige Kniebeuge. Neben unserer Mobilität ist natürlich auch wichtig, dass wir an unserer Kraft arbeiten. Vor allem Beine ist hier wichtig. Kontrolle, Stabilität, Balance, und das können wir super gut mit dieser Übung. Funktioniert super einfach. Brauchst einfach einen Hocker oder irgendwas hinter dir. Versuch ein Bein anzuheben, Gewicht auf das Standbein verlagern und dann kontrolliert nach oben kommen und schön langsam absinken, bis dein Gesäß den Stuhl oder Hocker berührt. Irgendwann kannst du es auch ohne Hocker machen und vielleicht schaffst du es dann irgendwann auch nach ganz unten in den Pistol Squat zu kommen, wo du nochmal super gut auch die Beweglichkeit von deinem Sprunggelenk trainierst. Auch die Übung 6 bis 10 Wiederholungen für 2 bis 3 Sätze für eine effektive Übung zur Kräftigung von deinen Beinen. Zu guter Letzt ist der Sitting Rising Test an sich natürlich auch eine super gute Möglichkeit zu trainieren. Das heißt, einfach den Test zu machen für ein paar Wiederholungen. Wenn du es noch nicht schaffst, ohne Hände, kannst du dir auch sowas wie einen Besenstiel vor dich legen. Den nutzen als Unterstützung. Wir wollen den nur so wenig greifen wie möglich. Und dann versuche auch hier wieder einfach, genauso wie der Test geht, nach oben zu kommen und dich dann langsam und kontrolliert wieder abzusenken. Wichtig ist, wir machen natürlich beide Seiten. Also nicht immer nur einseitig trainieren, sondern auch hier wirst du feststellen, dass du wahrscheinlich eine Seite hast, bei der es leichter geht, bei der anderen schwieriger. Und du kannst es auch super gut kombinieren mit dem 20 bis 30 Minuten Sitzen auf dem Boden, was du jetzt hoffentlich jeden Tag machst, dass du jedes Mal, wenn du es machst, ja, so 5 Wiederholungen pro Seite von der Übung machst, dann wirst du definitiv schnell einen Unterschied spüren. Und wenn du beim Thema Beweglichkeitstraining Unterstützung willst, kann ich dir unsere Mobility Challenge ans Herz legen. Da bekommst du jeden Tag eine kurze Routine, um deine Beweglichkeit langfristig und nachhaltig zu verbessern. Die Anmeldung findest du kostenlos unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich sehe dich beim nächsten Mal.